Ich bin kein Koch, ich kann nicht kochen, ich kann nur Backschwein. Herzlich willkommen in der Backschweinfalle. Sterben ab hier. Hier ist Familie Niendorf, das ist eine große Mühle gewesen, jetzt Pferdepension. Viele Pferde. Hier links ist eine große Villa von dem einen Industriellen, der hier Steine produziert hat. Die hatten hier eine große Lehmvorkommen. Naja, und das da wurden Steine gebrannt. Klinker, Bausteine. Und man sieht hier an den Häusern, die Qualität der Bauweise sagt schon aus, dass die Steine aus. Sind wir jetzt angekommen? Hier ist übrigens der berühmte Lego-Mann, der also weit bekannt ist, der also ganz bestimmte Sachen nur aus Legosteinen baut. Der hat hier sein Domizil. Der hat also den Buckingham-Palast oder den Reichstag als Lego nachgebaut. Ja, das ist eine irre Geschichte. Holen wir mal das Schwein ab. So, ich hole jetzt hier bestelltes Schwein ab. Ich warte jetzt noch, auf die Tür aufgeht. So. Jetzt hat es hier nur das Schwein hier. So.
Ja, wie gesagt, der Vierseitenhof ist seit 1957 und wurde mehrfach saniert und neu gebaut, umgebaut. Und mit der Backschweintenne dann 2010 haben wir hier komplett neue Tore, neue Türen, alles neu gemacht. Gepflastert wurde hier, ja, und dann die Tenne gemacht, die Tenne ausgebaut. Und da hatte ich den ersten Ofen, das ist der da hinten. Das ist der sogenannte eigentlich Brotbackofen. Man kann ihn von zwei Seiten beschicken. Für Brot, das war wichtig für die Brote. Und jetzt ist er sozusagen in Aktion für Wildschwein. Wildschwein wird komplett anders gebacken. Darf nur maximal 3,5 Stunden gebacken werden. Und die braucht das Wildschwein braucht die Glut unten, das Glutbett. Das ist die Eisenträgerkonstruktion, da ist das Glutbett drin und da steht die große Pfanne dann drauf, wie das Wildschwein regelt. Das wird ja anders zubereitet, das mache nicht ich, das machen andere Kollegen. Und die sich damit besser auskennen, meist Jäger. Und dann, ich backe das dann. Das wird auf eine Temperatur gebracht, da ist das Feuer drin. Ja, und da kann man auch Lämmer drin backen, Schafe. Und ich habe aber die ersten 500 Backschweine wurden hier auch gebacken. Und ja, das war eigentlich so der Anfang. Und habe ich gemerkt, es ist besser, wenn man eine Unterfeuerung hat und deshalb haben wir dann einen neuen Ofen gebaut. So, jetzt gehen wir mal in die Backschweintenne. Die ist sehr rustikal gehalten. Also rustikal heißt, man hat das Holz, was hier in der Scheune vorhanden ist, mit integriert und noch ein bisschen erweitert. Wir haben oben eine spezielle Dämmschicht aus Biomaterial, also Hanf. Das sind Hanfplatten. Und wir haben einen Bereich, das ist getrennt wie Tenne. Tenne heißt eigentlich Lehmfußboden. Hier wurde früher Stroh gedroschen. Da haben wir die Tanzdiele, sagt man dazu. Hier oben ist das Wohnzimmer, da kann man sich ein bisschen separieren. Hier im Hintergrund links befindet sich die VIP-Lounge für Ehrengäste. Die dürfen dann immer eine Rede an das Volk halten. Und hier im Hintergrund befindet sich der Backschwein-Tresen, Biertresen und Hofladen. Ja. Und als Ergänzung haben wir jetzt noch die russische Terrasse. Die gehen wir jetzt mal hier rausgehen. Die ist sehr beliebt, weil man im Sommer dann nachher hier draußen sitzt. Zusammen mit den Ponys. Und meine Frau hat natürlich wieder eine Katze auf dem Arm, wie immer. So, wir können loslegen. Hier ist der deutsch-ukrainische Stammtisch. Da ist der deutsch-mongolische Stammtisch. Und hier ist der deutsche Stammtisch. Olaf? Nee. Der Vorname. Olaf. Das ist der berühmte Olaf Schauspieler. Scholz. Olaf Scholz? Metzger. Nein, Mit dem hast du nichts zu tun, ne? Den darfst du hier filmen. Das ist Meister Wendland, Wolfgang. Der hat auch schon mitgespielt bei Tatort. Als Mörder und alles. War das nicht nur? Nee, Mörder. Ich bin kein Mörder. Du musstest schon ran. Assistiere nur. Wo ist denn Messer? Hab ich schon. Ja. Das ist für Jana. Jetzt werden wir halt mal ein bisschen Geschmack geben, ja? Muss ja überall was hinkommen, ne? Das ist die Schulter. Gut.
Der Sommer ist ausgebaut. Ja, die Schatten aber. In der Sonne wird es wärmer. Das ist wichtig fürs Aufschneiden nachher. Das kann man das Wein nicht aufschneiden. Das musst du erklären, Ben. Du bist der Erklärbär. Ja, ich bin der Erklärbär. Ja, also manche Sachen nicht zusammen. Ja, die kann man nicht mehr zählen. Vor allem die große Aktion mit der Grünen Woche. Gut, Ben. Fertig. Können wir noch mehr Stücken? Jetzt kommt die in die Kühlung. Das wäre 3,7 Grad. Soll ich den drin lassen? Ja. Wir schaffen das. Ja. Die Kaffeemaschine angeworfen. Gut. Wofür ist die Salzlake? Naja, die Salzlake ist jetzt zum Backen wichtig. Die wird jetzt, kommt jetzt in die Pfanne rein, die 8, 9 Liter, 3% Lake. Und da schwimmt das Schwein quasi drin. Sonst würde er beim Backprozess, das muss sich ja mit dem sich lösenden Fett verbinden und dann bildet er diesen Sud, diese Gewürzsoße, die dann immer noch wichtig ist für die Kunden. Ja. Die wollen ja alle noch Soße haben. Ansonsten wird er trocken sein. Und so halte ich das Fleisch auch immer in einer gewissen Feuchtigkeit. Also ohne dem geht es gar nicht. Ja. Wird das traditionell so gemacht? Naja, nicht überall. Manche nehmen direkt Fett dazu, aber das brauche ich ja nicht, weil das Fett löst sich ja bei mir aus dem Schwein heraus schon. Aber ich brauche eben halt diese gewisse Menge. Wenn es dann sonst fängt das daran an, trocken zu werden und dann richtig zu verbrennen. Ja, und dann hast du nachher unten schwarzes Fleisch, also unten was anbrennt, ja, unten an der Pfanne. Also man hat vieles ausprobiert, was geht und was nicht geht, ja. Also deswegen, also ich brauche zwischen 8 und 10 Liter Lake immer. Manchmal muss ich auch nachgießen, wenn das Schwein sehr mager ist, dann muss ich auch noch ein bisschen Lake nachkippen. Ja, das ist immer die Aufgabe, dass man das immer kontrolliert. Es geht nicht automatisch hier, das ist alles Bio. Also die Abläufe sind klar, aber das Konkrete manchmal muss man nacharbeiten. Das letzte dann? Ja. Also optimaler Temperatur. Durch das Einschneiden sieht es erstmal besser aus und es lässt sich besser, wie soll ich sagen, aufschneiden. Ja. Manche machen das nicht, aber wir machen das. Ja, wir machen ja noch was Besonderes daraus. Das ist ja auch lecker Backschwein Ja. von Herrn Scholz. Das Schwein ist vollständig. Ja, Ja. alles da. Bauch ist da, Filet ist da, Kopf ist da, 2 Beine. Die
Schulter und Keule. Und wichtig, der Stempel ist drauf. Ja, und wo es geschlachtet wurde. Kann man genau nachvollziehen, wo der ist. Ist ja wichtig heutzutage. Die Ohrmark haben wir schon rausgemacht. Das ist das Eisbein. Man sieht an der Form, an der Größe vom Kopf und am Bein, am Eisbein, ob das ein ganz großes Schwein war oder ein normales, kleines. Weil man das sicher extra schick gemacht hat. Bin ich doch immer. Ja, Ich hab nicht gewusst, dass er kommt. Woher soll ich das wissen? das stimmt. Überraschung, Überraschung. Kannst die Lona berichten. Ja. Heute war Überraschung. So wichtig ist, dass das Schwein jetzt noch mindestens 1 oder besser 2 Tage liegt. So, das war's. Der Ursprung von Backschwein, kannst du dazu irgendwas sagen? Naja, ich sage mal, das ist Original German Food, ja, für die Ausländer, die da in der Markthalle 9 sind. Aber letztlich ist es so, wenn man ein ganzes Schwein oder ein großes Schwein in einem großen Ofen backt, das ist noch besser, als wenn man es in einem kleinen Backofen macht. Ja? Weil das bestätigen mir auch alle Köche so, wenn die mit Konvektomat und so arbeiten. So wie ich das hinkriege mit meinem Backofen, das können die nicht nachvollziehen. Ja? Und das ist schon eine gewisse Tradition, so Schweinebraten und das spezielle Sauerkraut und das Hanfbrot. Das ist schon eine gewisse, hat ein hohes Alleinstellungsmerkmal. Dass das alles rauskommt und für die nächste Aktion alles wieder ordnungsgemäß sauber ist. Lage stelle ich bereit. Die wird nochmal verdünnt. Wie lange machen Sie das schon? Mit Bernd Scholz? Ja. 30 Jahre. Ja. So lange machen wir das schon für Herrn Scholz. Und als Metzger, wie lange arbeiten Sie schon? Als Metzger 45 Jahre und dann bin ich in Rente gegangen. Das ist auch eine lange Zeit, ne? Ja. Und nun bin ich ja nun fast 70. Ja, 70 Jahre alt. Und mache ich nur noch nebenbei hier für Herrn Schulz. Wieso sind da Tassen an dem Baum? Ja, das ist der sogenannte Gömnicker Tassenbaum. Der wächst nur hier in Gömnigk, nirgendwo anders. Und angefangen hatte damit, dass irgendwie ein Kunde oder der hat hier an den Ast hier einen Baum, eine Tasse angehangen. Und dann haben immer andere noch mehr Tassen angehangen und dann wurden immer mehr. Und dann haben wir auch noch ein paar Tassen. Jetzt haben wir hier wirklich einen Tassenbaum. Für Kinder hervorragend. Die wundern sich immer, was ist das? Der Tassenbaum. So, jetzt wird es wirklich eine gute den Schornstein auch gemacht, damit der Zug entsteht. Man sagt, den Fuchs rauslassen. Wofür machst du das jetzt? Und das muss jetzt angeheizt und der muss dann 1,5 Stunden brennen, damit ich meine Backofentemperatur habe nachher oben, wo ich das Schwein reinmachen werde. 300 Grad möchte ich haben. Das ist auch ein gewisses Ritual und auch manchmal nicht so einfach. Der Ofen ist was Besonderes. Jeder Ofen hat sein eigenes Leben. Man muss lange probieren, bis man den richtigen raus hat, den richtigen Dreh. So, jetzt nachlegen. So, das ist so, dann schiebe ich das nach ein bisschen.
verwendest du für Holz? Ja, normalerweise verwende ich eigentlich nur Birkenholz. Aber diesmal ist hier wurde mir ein Baum geschenkt, eine Schwarzkiefer, auch ein besonderes Holz, sehr kienhaltig. Das brennt natürlich auch hervorragend und das nehme ich zum Anheizen. Und das heißt, als erstes kommen 5, 6 Stücken davon rein und dann nehme ich entweder Birke oder Robinie. Also das ist wichtig. So. Das sind Abläufe, die haben sich schon in die Zeit eingespielt. Das reicht erstmal. Der Rest ist alleine. So, dann werden wir mal. So, hier kommt das Schwein rein. So. Das sind jetzt meine Gewürzmischung. Das sind Erfahrungswerte im Laufe der Jahre. Brauchst du keinen Messbecher? Nein, die Messbecher, das sind alles. Das ist jetzt sozusagen mein Vorteil. Hier steht alles dran für meinen Kollegen oder Nachfolger. Ja, den haben wir das alles zusammen abgemessen. Der hat sich das angeguckt. Und jetzt kommt das Wichtigste, das verrate ich, das ist Zitronenpfeffer. Sehr, sehr wenig und es gibt noch eine sehr schöne Note. Jetzt kommt das Suppengrün dran. Lauch. Ganz wichtig ist Sellerie. Man merkt an der Art und Weise, wie ich das mache, dass ich kein Koch bin. Aber ich bin eben ein Landwirt, der nur Backschwein machen kann. So, wichtig sind die Mohrrüben. Neben den Porree. Jetzt kommen noch Zwiebeln. Ich merke, dass der Rauch, ja, der steigt langsam hoch. Wir haben eine ganz kuriose Wetterlage. Ja. Jetzt gehen wir ganz raus, weil das ist fertig. Und der Kopf, der ist ein halber Kopf.
alles auf. Tür zu. Das ist die Schulter. Im Bauch. So. Spezialgewürz, Mischung für die Haut. Salz und Paprika. Das ist ein besonderer Paprika aus Ungarn. Pfeffer ist aus Thailand, aus Sri Lanka und das Salz vom Himalaya. So, das gibt nochmal dem Ganzen ein. Hatte ich schon vorbereitet, die Lake, 5%ig. Und den Deckel, gehen wir zum Ofen. Den muss ich noch nach. So. Auweia, die Hitze. Die Wetterlage hat nicht dafür gesorgt. Ich muss jetzt noch mal richtig nach. Schwein zum Ofen. Wie gesagt, hier liegen jetzt 68 Kilo drin. Die kann man nicht mehr alleine bewegen. Ja? Jetzt kommt die Lake raus. Fertig. Bis in die Höhe. So, jetzt warten wir, bis der Ofen die 3 Grad hat. So. Müssen wir warten. Das dauert jetzt noch mindestens eine Viertelstunde. Und dann kann ich das Schwein erst reinschieben. Woran liegt es jetzt? Weil es war nicht richtig, die Hitze stand oben drauf, der Fuchs war nicht richtig raus. Weißt du, der Qualm, da muss richtiger Zug entstehen. Und das war nicht genug Zug und nicht genug Anheizung. Also ich hätte vielleicht 5 Minuten noch mehr Gas machen. Manchmal sind es nur 5 Minuten, ja. Wegen der Wetterlage? Wegen der Wetterlage jetzt, ja. Normalerweise ist das einem Zug jetzt, ja. Also, kein Qualm mehr, der brennt jetzt durch, ja. Ist richtig Feuer. Wenn es qualmt, ist nicht so gut. So, Pause. Ist es okay, wenn es jetzt qualmt?
der Maibock. Mal gucken. Oh. Da muss ich mal ein bisschen nachschüren. So, ich mache mal Temperaturkontrolle. Okay. 250 Grad. Wir kommen der Sache schon näher. Jetzt ist der alleinige Hofhund hier. Das Bild heißt jetzt, Bauer wartet auf Ofen. Ruhestellung. Wenn ich es um 9 reinschiebe, oder muss ich es spätestens um 5 rausnehmen. Und wenn ich es um 10 reinschiebe, dann eben um 6 Uhr. Ja. Das sind so die Zeiten, das kann ich schon so sagen, weil es ist groß. So, wenn ich jetzt die Temperatur der Meinung bin, das ist in Ordnung, dann prüfe ich das nochmal mit dem Handthermometer. Und wenn es dann zu heiß ist und die Zeit ein bisschen eng wird, dann mache ich noch eine Alufolie rüber für eine halbe Stunde und dann ist okay. Ansonsten brauche ich keine Alufolie, dann weckt es die 8 Stunden durch. Aber wenn ich jetzt ein bisschen Zeit habe wie jetzt, kann ich das ja noch ein bisschen steuern und nach hinten verschieben. Ja, das ist eigentlich alles. Das sind so die Kleinigkeiten. Aber im Prinzip hat sie da so eine gewisse Routine herausgebildet und ich kann dann zum Schluss immer sagen, ich rieche es, wenn es fertig ist. Manchmal braucht noch eine halbe Stunde, mache ich auf die Tür, braucht noch eine halbe Stunde. Das sind so meine Erfahrungen, die kann man leider nicht weitervermitteln, weil mein Schwiegersohn, der aufbäckt, der hat nicht meine Nase. Das sind Erfahrungen, er ist am Üben und so alle 50 Schweine müssen wir dann den Ofen wieder neu verfugen und neu machen. Mein Schwiegersohn ist Ofensetzer, der hat auch den gebaut und er kennt sich aus. Und so ein guter Ofen ist schon was wert. Ja, muss man halt aufpassen. Im Sommer ist es manchmal mitunter schwieriger, Backschwein zu machen, als im Winter und im Herbst und Frühjahr. Weil wenn es zu heiß ist, zu schwül, die Winterlage, dann kann das umkippen. Das kippt im Ofen um. Ich weiß auch nicht, das sind Sachen, habe ich auch schon erlebt. Deshalb im Juli und August mache ich wenig Backschwein. Das Stück brennt noch weg. Ach, da unten. Jetzt weiß ich, was das ist. Muss ich doch noch mal 5 Minuten warten. Na, heute ist alles ein bisschen anders. Kuriosum. Das dauert aber nicht mehr lange. Dann wollen wir mal gucken, was die Temperatur macht. Ja, 325 Grad, das ist genau richtig. Jetzt gucke ich nochmal, was die Glut macht. Vorsicht, heiß. Ja, da ist noch was. Da muss noch ein bisschen verbrennen. Ja, ich brauche noch. So, brauche noch mindestens 15 Minuten. Weil die Glut muss runterbrennen. Das geht nicht anders. Ich kann nichts forcieren. Ich muss mich nach dem Ofen richten. Und nicht umgekehrt. Der Ofen richtet sich nicht nach mir. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Woher hast du das Rezept? Ist das von der Familie? Nein, also das Familienrezept bezieht sich auf das Sauerkraut. Das Schlachtekraut ist ein Rezept nach meiner Großmutter aus Pommern. Süß-sauer, das ist wirklich ein Rezept, was jetzt industriemäßig hergestellt wird. Ich habe diese Lizenz an die Firma Maigo gegeben, aber ist egal. Das hier ist Erfahrung. Ich war in Vietnam. Da habe ich gelernt, wie die mit Schweine was machen und mit den Gewürzen. Da ist ein bisschen Spice drin aus Vietnam. Ich war in Kuba. Da gibt es auch spezielle Gewürze bei Schweinen. Das ist auch da drin. Und in Ungarn natürlich, den berühmten Paprika aus Ungarn für den Gulasch. Also das ist eine Mischung. Und das Deutsche ist natürlich klar Majoran und Thymian und auch Rosmarin.
Ja, das sind so die Sachen, die ich dann so erfahren habe. Wie gesagt, ich bin kein Koch, ich kann nicht kochen, ich kann nur Backschwein. Alles drauf. Oh, das war das Schwerste jetzt. So. So, damit wäre das Schwein im Ofen. Jetzt muss ich den Ofen noch zumachen, damit die Wärme nicht verloren geht. Unten habe ich zu, jetzt nach oben. So, jetzt ist der Ofen zu. Jetzt kann ich ins Bett gehen. Gute Nacht. Hallo? Ja, nochmal. Und du hörst mir einfach noch den Wagen vorschieben. Wegen der Fahrt. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ganz einfach. Ich bin vor 7 Jahren schon dabei gewesen, als wir von Brück nach Veliki Novgorod gefahren sind mit dem Pferdetreck, mit einer Friedensglocke. Die haben wir im Kreml in Veliki Novgorod abgegeben. Und als wir wiederkamen, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, wir gründen einen neuen Verein, weil wir 80 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges vom Brandenburger Tor aus starten wollen nach Jerusalem. Auch mit einer Glocke, die hier bei mir auf dem Hof gegossen wurde. Und dann haben wir dann ein paar Jahre trainiert, das war dann 2020. Dann haben wir jedes Jahr eine Tour gemacht, 500 Kilometer zum Üben. Und jetzt geht's los am 6. Mai in Brück und am 8. Mai dann am Brandenburger Tor mit großem Bahnhof. Und dann fahren wir 8 Monate bis nach Jerusalem. Wir verladen jetzt das Backschwein aus dem Ofen. Ja, und dann geht's los. Hoffen wir, dass wir keinen Stau haben. Alles klar, auf in die Mahlzeit. So. Ich sehe, wir müssen abnehmen. Gut. Das ist wichtig, weil der Sud sonst eventuell mein Auto sich verteilen könnte bei einer Bremsung. Dann nehme ich die lieber mit. Und der ist sehr gut. Der riecht sehr gut.
Bei reinen Industrieschweinen würde hier Wasser drin sein. Die letzte. So. Okay. Jetzt kommt das Schwein rein. Mich aufgepasst eben. Eine Kleinigkeit verpasst habe ich. Die Tür hätte ich auch machen müssen, damit ich runterdrücken dann der gleiche habe. Damit es nicht erfriert. Witzig. So. So. So, jetzt geht's nach Berlin, in die Markthalle 9. Berlin, Berlin. Ja, angekommen. Jetzt muss ich als erstes den Fußboden ausladen. Den muss ich hinbringen, weil ich sonst keinen Platz habe. Was? Gehst du gleich raus? Nee, ich lade erst ab jetzt.
bisschen verwechseln, wenn man nicht genau guckt. So. Der ist schwipper als ich. Stell dich nicht so an. Das Schwein kommt dann ganz zum Schluss. So. Hallo, hallo. Ich hab die Sonne mitgebracht. Ja, so schön. Das sollte hier ein bisschen Begleitung, ne? Ja. Die Kasse. Muss ich die Tischdecker ausrollen? Soße. Rot. Tüte? Ja.
Hallo Josef, kommst du auch richtig? Für Schwein. Naja, muss man so mal. So. Ja. Zieh mal noch ein Stück raus. Denke, das ist sau schwer. Warte. So. Vielleicht schon so. Oh, heiß, heiß. Halt. So. So, jetzt annehmen. Später. Bis dran. Weil sonst denken die Leute, sonst denkt die Öffentlichkeit, ich würde sowas trinken. Zack. So. Und wofür ist das jetzt? Warum hast du jetzt da noch... Damit das mehr Geschmack bekommt. Also mehr von diesem fettigen, leckeren Schweinegeschmack. Jetzt suchen wir einen Magneten und zeigen der Welt, was wir alles so anbieten.
Glocke. Hab ich noch nicht gesehen. Wo hast du ja verpackt? Das Wichtigste. Das Wichtigste ist hier. Lecker Watschwein ist wieder da. Das ist einfach nur die Glocke. Aufmerksamkeit erreichen. Hier waren noch Magnete dran. Die sind da überall verteilt irgendwo. Very happy pigs. Where do you come from? Sweden. Sweden. Yes. Oh, Sweden. So Stockholm. I have 10 years ago a delegation from young farmers. Oh, okay. On my farm, Yeah. my pig farm, and we eat together Backschwein in my restaurant, yes, Okay, and in cool. storage. And then they have a big problem. There was 30 people, Yeah. strong men, Yes, and they sure. drink 3 times more than in Germany. Really? Because Beer. I thought the Germans drank Yeah. the most beer out of any people. One bottle, one big, Yeah. yes, That's a lot. not enough. No. Two more. And then they could start to be happy again. And they eat very good, but Yeah, they yeah, yeah. drink better. Yeah. But it was very nice to meet you. Yes, Have a good day. You come back? Yes, I will Indeed, come yes. back. Wenn man da so reintaumelt aus Königs Wusterhausen, wa? Und sich denkt, wer liegt der Welt? Nee. Geht's, mein Lieber. Also ich muss sagen, mal ganz mir ehrlich gesagt, Schwein, richtig? Gut, okay. Sage mal, und ist das morgen auch hier? Seid ihr Wochenende hier? Oder Nein, wir sind heute hier. nur hier? Heute. Das ist eine Zeitung? Nein, aber wenn du möchtest, dass du weißt, wann wir hier sind, Ja. kann ich dir helfen. Wann seid ihr immer hier? Immer wenn ich dir ein Newsletter schreibe. Okay, das krieg ich von euch. Deswegen, ja, das ist logisch. Ich krieg's da bei euch ins Handy Siehst rein. du? Man muss nur in den Tresor gegangen sein, dann peilt man die Welt. Hallo. Ja, dann hätten wir gerne eine Portion. Ganz mit viel Kruste. Ich werde hier meine Arbeitsbudget kontrolliert, ja? Ja. Komplett hier. Geht es auch mit Kruste, die nicht ganz so schwarz ist? Nee, das ist ja nur das Paprika. Der ein bisschen. Das ist nicht jetzt verbrannt oder so. Das ist der Paprika. Schmecken Sie nachher? Kann Ihnen ja noch so. Da ist nicht so viel Paprika dran. So. Und schön aufessen, damit die Sonne scheint, ja? Wenn wir nicht bald mal Regen, Nichts nach. wenn wir nicht bald Regen bekommen, dann vertrocknen wir eh. Dann wachsen die Freiland heute. 13 Euro bitte. Jo. So. 14 habe ich. Ja, geht schon. Und da ist jetzt Hanfbrot. Bitte schön. Dankeschön. Wenn wir mit dem Senf haben wollen. Soll ich mal so mach ich auf das Brot, oder? Ja, die Anise. Dankeschön. Und das Bier nicht vergessen. Sie brauchen ein richtiges, gutes Hier? Bier. Okay. Unbedingt. Das ist die Zukunft. Dann bald weiß keiner mehr, was wie ein Tier schmeckt. Sondern dann wird es nur noch vegetarischen Brataufstrich von Mühlenhof geben. Das größte Chemielabor. Und die Leute glauben, das ist vegan. Nein, das ist Chemie. Vegan ist was anderes. Und ich möchte mal gerne die Leute sehen, die sich im Winter vegan ernähren können, ohne dass sie ihre Waren aus den anderen Ecken der Welt hierher bekommen.
Also, wenn du in Mitteleuropa lebst, musst du im Winter Fleisch essen. Ist so. So lecker Backschwein. Mach mal die Teller. Lecker Backschwein, lecker Backschwein. Lecker Backschwein, lecker Backschwein. Let me ask, England? Yeah. Which area? Ancient Saxonian country. Yeah. Yeah. Saxonien, Yeah. Ancient. Yeah. If you like, one portion is for 13 euro. This is baked in this plate for 8 hours in a wooden oven. And you will never ask again for pulled pork. Is it bad? No, it's not bad, but this is the level. Oh, no, I mean, pulled pork's bad. This is good. This is kingdom level. Yeah, we'll have one. Yes. Is that the right answer? Yes, yes. And you're here for the first time? Yeah. Full family? Yeah. 2 sons? Welcome to Berlin. Yeah, it's very good. First day today or? No, we go home tomorrow. And this is why why your forefathers gave us our name, sauerkraut. Special way. No industrial style. A bit sweet and... Can I have that separate and I'll have that? Yes, madam. Quite hot. Thank you. Iranian side. A bit sweet and a bit sour. Nice. Yeah. Good. And if you're lucky, there is no sugar in it. It's the sweetness is just from the fermentation. All right, okay. So, Try it. I'm excited. That's me. Thank you. may you say the same, or you say no? Come to. Yeah, come to somewhere. What's your Hull, really? Yeah, come East to Hull. Yorkshire. Yorkshire's pretty. Okay. It's very pretty. If you say okay. Not Hull. Hull's not pretty. That's horrible. But Yorkshire's nice. Aber du hast gesagt, es ist nicht industriell hergestellt? Genau. Das ist ein Rezept, das ist ein Patent von seiner Oma. Und diese, Es kommt von der Konservenfabrik, aber das ist ein Patent von seiner Oma. Hat er verkauft an Weigo. Gibt es kaum zu kaufen im freien Verkauf. Gibt es mal ab und zu. Aber industriell ist halt wieder eine andere Nummer. Ne? Also so ein industrielles deutsches Sauerkraut schmeckt ganz anders. Ne? Das hier ist so... Es gibt ja auch dieses Weinbergkraut. Das schmeckt einfach nur blass, so zurückgenommen. Aber das hier hat halt vollen Geschmack. Aber eben trotzdem so eine noble Säure, würde ich mal sagen. Das ist so der Unterschied zu so einem Industriekraut. Guten Tag. Es ist mir eine Freude. Lecker Backschwein. Ja, das kann man leider mit diesem Brot nicht so richtig schneiden. Okay. Naja, kann ja sein. So. wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Landwirtschaft. Ich bin groß geworden in Landwirtschaft. Meine Eltern hatten Landwirtschaft. Und Umgang mit Tieren hat mir Spaß gemacht. Und ja, DDR-Zeit war ja nicht so große Auswahl. Und ich hatte mich für Landwirtschaft interessiert und habe dann Landwirtschaft studiert. Ich habe erst die Facharbeiter gemacht, Melker sozusagen. Und dann habe ich, weil ich zu Hause, wir haben zu Hause Kühe gehabt, Schweine, alles, Pferde. Und dann habe ich studiert und dann habe ich einen großen Betrieb angefangen, 2000 Sauen, und bin dabei geblieben. Habe dann den Schweinezugverband aufgebaut, Berlin-Brandenburg. Und dann bis 1994 war ich in England, habe gesehen, Freilandschweine. Das hat mich ja vollkommen umgehauen, habe ich dann Freilandschweine gemacht. Habe dann ein halbes Jahr zugebracht, ich studiert, also gelernt. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich mache eine Freilandanlage. Ja, habe ich gemacht. Das habe ich 20 Jahre gemacht und dann habe ich angefangen parallel zu vermarkten. Aber eben vor 15 Jahren erst richtig, professionell mit Freilandschweinen. Ofen gebaut und so. Und dann, als wir aus Russland wiederkamen, habe ich die Backschweintenne mit meiner Frau zusammen gemacht. Die ersten 10 Jahre hat sie die Backschweintenne gehabt, bis in Rente gegangen ist und dann
musste ich das ja übernehmen. Naja. Und jetzt mache ich also quasi Wachschwein und Tour. Das heißt, ich fahre her. Also so ist das gekommen. Das war reine Orientierung, weil ich mit der Wende in der Landwirtschaft geblieben bin. Als Berater und gut, ich hatte die Gelegenheit, viel im Ausland zu sein. Ich war in Vietnam, Nordkorea, Kuba, Syrien, Ungarn, Russland. Und das hat mich schon ein bisschen geprägt. Weil die Landwirtschaft ist die Grundlage alles anderen Lebens. Weil ohne Landwirtschaft ist alles nichts, sagte schon Fred der Große. Oder kannst du dein Smartphone reinbeißen und satt werden? Also, was soll's? Stell dich mit dem Landwirt gut. Jetzt kommt die Zeit mal wieder, wo du mit Geld dich nicht ernähren kannst. Nur mit Tausch, mit Leistung. Hier, lecker Backschwein. Ich hätte gerne eine Portion. Ja. Kraut und Die magsten Zahlen, bar oder Karte? was hättet ihr lieber? Och, ich nehme lieber Bargeld, er lieber Ich habe Karte. tatsächlich gerade beim Geht das? Darf ich Sie was fragen? Ja. Sind Sie Stammkunde? Ich weiß nicht, ich bin jetzt 4. oder 5. Mal da. Ich weiß nicht, ob das Stammkunde ist. Ja, er sagt ja. Und warum? Weil es lecker ist. Sehr, sehr gut. Schön saftig, mit dem Kraut super, echt sehr gut gemacht. Ich finde es lecker. Was ist das für uns? Ich danke dir. Lass dir schmecken. Danke. Ich mach doch was drauf. Kennen uns noch gar nicht. Und die haben echt originales tibetisches Essen. Lecker Bier und Schwein, das ist fein. Das muss sein. Das muss sein. Lecker Bier und Schwein, das muss sein. Geil. Ja. Mahlzeit. Heute, endlich, ist es soweit. Endlich. Dankeschön. Das Grüne ist nur Gemüse. Keine Sorge. Okay, Dankeschön. Lasst euch schmecken. Die Teller, es gibt 3 Portionen, die nicht so groß sind. Eine zum Teil. Der Sauerkraut dazu? Ja, gerne. Also diese Familie ist ja zum Beispiel hier, weil ich die vorhin vollgequatscht habe. Also die haben uns ja gar nicht entdeckt, sondern die mussten ja auch noch so ein bisschen... Ich mache mal 30 € da. Wo kommt der denn eigentlich her? Na dann. Wir sind keine Touristen. Einmal 30 € bitte. Das ist ja nicht allzu weit. Das Rezept ist Sauerkraut. Wissen, was Pommersches Rezept bedeutet. Und wenn wir Glück haben, ist da kein Zucker drin. Dann kommt die Süße ausschließlich durch die Fermentation. Dann geht das direkt so in irgendeine Ecke. Genau, zu Dominik. Alles, was hier liegt, Ich darf mit Karte zahlen. das ist wichtig. Einfach drauf. Na, dann ist es ja gut, dass das hier klappt. Dann habt ihr ja eigentlich den besten Stand erwischt. Danke. Das meiste gibt es ja sowieso. Der nächste bitte. Ja, mach das mal. Wir haben heute unseren Löffel nicht dabei. Macht ihr das mit dem Messer oder mit der Gabel? Ist das Κοιλιά και πλευρά, ναι. doch mal wissen, wie es war. Ναι, είναι κοιλιά ρε παπά, είναι Einmal für ihn 13 €. Mit Karte? Recipe. I trust you. Yes, please. Thank you. Thank you. Should I put some senna? No, nothing? No? This is perfect. This is important. Just one, that's it. That's it? Okay. And if you like, Some bread, bro. yes, yes, yes. Thank you. Lecker Bier und Schwein, das ist fein. Inka, ja. Castel de Maya. Was hältst du von Meerschweinchen? So. Meerschweinchen. Inka. Die Mayas sind im Nein. Ja, eine kleine Ja. Una grande porción que parezca grosa porción. Puede ser la cámara. Your first time in Berlin? Sí,
sí, nuestra primera vez. Estamos haciendo luna de miel. Estamos recién casados. Okay. Una semana. Okay. Natürlich, ich hab alles verstanden. Sie haben geheiratet und jetzt werden Sie nach Berlin ziehen. Sí, la primera vez. No, no sí, estamos de vacaciones. Sie lieben Berlin, aber Sie wissen noch nicht, wo Sie immer zum Essen hinkommen sollen. Also machen Sie es hier. Ah, okay. Perfekt. This is for pros. Dankeschön. Gracias. Danke, danke. Mahlzeit. Danke. One from Belgium. Which region? Antwerp. Eine normale, ne? Ja, gibt nur normale. Bernd, sind wir jetzt bei 13? Ich habe es gerade vergessen. Okay. Dankeschön. For your girlfriend. Guten Appetit. Thank you. Wie viel machen wir euch denn? Ich glaube eins. Du hast Hunger, ne? Ja, eine Portion. Gut. Aber ohne Kraut. Ohne Kraut, selbstverständlich. Niemals. Schaffen wir das da an so einer Ecke aufzulegen, ja? Bist du damit einverstanden? Gerade so, okay. Wo kommt ihr jetzt her? Aus welcher Ecke? Und wo da? Brück. Gibt's auch einen. Und ich komme aus Brück. Aber Mark. Nee, wir haben in Fleming hinter Potsdam haben wir auch einen Brück-Mark. Soße noch? Ja, Brück-Mark. Der Kerl braucht ein bisschen was zu schlabbern. Oha. Nur so Gemüsereste, also keine Angst. So. Sehr lecker. For one person, it's a lot. Hast du eine Oma, die so gekocht hat? Aber nicht Pommern. Das hier ist Pommern. So, wie wollt ihr zahlen? Mit Bar oder mit Karte? Mit Karte gerne. Machst du eine einmal erste Liga mitgespielt hast, dann alles andere ist Schnickschnack. So, ich gebe dir mal noch. Pass auf, ja? Ich glaube ja, bis am Brot. Können wir noch Brot nehmen? Unbedingt, nehmt euch gerne. Lasst mich wissen, wie es war. Und viel Spaß erstmal. Für mich ja, die uns willst du Sauerkraut? Ja. Die uns auch. Ja, ne? Ja, ja. Cool. Schmeckt ein bisschen anders. Pommasch das Rezept. Okay. Na gut. Was ist da anders? Du wirst es schmecken. Ich sag nichts. 14 Euro. Es sei denn, du hast noch nie was anderes gegessen, dann schmeckt es so wie immer. Ja, die Bayern hier, die haben mich bedankt. Sehr schön, sehr schön. Die Frau übrigens war aus Marokko. Cool. Die ist nicht aus. Ja, nee, das hat man ja gesehen. Also, dass sie irgendwo. Ja, die kam aus Marokko. Ja, schön. Die Italiener drehen auch total am Rad da drin. Die habe ich schon zweimal nachgestellt. So, Jungs, für euch noch ein bisschen davon. Und Schnaps. Einmal. Und machst du einmal 14 Euro bitte? Das ist dann 2 mal 7, ne? Das ist der Preis für so eine kleine. Alles, was ihr hier seht, könnt ihr nehmen, bis auf das Wasser und die Schorle. Der Rest bedient euch. Ihr könnt das jetzt drauflegen. Woher kommt das? Wir sind aus dem Fleming, dritte Ausfahrt Richtung Leipzig. Dankeschön. So. Die Skater waren Fleming Skate, genau. Der ist ein bisschen woanders. Der ist links von der Autobahn, wir sind rechts von der Autobahn. Aber so rum wie numm, da. Dankeschön. Prost. Hab ich dir noch. Okay, what's your idea? What is it? It's not porchetta, huh? No. It's baked for 8 hours in this plate in a wooden oven. So it's very tasty. You know the. Okay. So we want one. Yeah. I don't know if it's with Payment with card or in cash? Card. Okay, einmal Karte. Oh.
You can ask them for the taste. You can lay down. Can we have another slice, maybe? No, you don't need it. No. It's tasty enough. You need it if you have no. This is this is mustard. Con un'altra fettina di tomate. Danke. Guten Appetit. Sowas hier gibt? Ja, ja. Ey, sieht richtig geil aus. Yeah, where do you come from? From Serbia. 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 Ah, Serbia. Former Yugoslavia. Former Yugoslavia. Yeah. Can you speak Russian too? No. A little bit? No. No. Not at Okay, all. no. Not at all. English, in English. Yes, please one portion. Yes, one portion. Of course. For my happy pigs. A big portion for Serbia. Good. A German crowd for my grandma. This is your production. Okay, your meat. Okay, can I pay by card? Please. Thank you. It is Doping. Thank you. Das weg mit der Broten. Jetzt hört sich an wie Österreich. Gut erkannt. Kennst du einen gewissen Arnie Schwarzenegger? Der ist mir schon untergekommen, ja? Der war auch von mir. Wirklich? Zusammen mit seinem Freund. Oh, Ein paar Jahre her. sehr schön. Echt, der war hier? Ja, na klar. Oh mein Gott, ich kann nicht alles erzählen. Mir fällt es noch nicht ein, aber wenn ich einen Österreicher höre, dann fällt es mir wieder ein. Eine große Portion für Österreich. Brot da. Mit Karte oder Cash? Jetzt ja mit Karte bitte. Mit Karte bitte. Österreich. Schon erkannt. Wie geht's? Ah, sehr schön. Saludos. So 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Echt? Jetzt Lusern. Da Wann drüben seid ihr liegen da die Karten. Da drüben liegen die Karten. Aber jetzt einfach drauflegen. Dann kannst du uns winken, wenn wir kommen. Unbedingt. Danke. Danke. Magst du einen Cent? So? Nicht so viel. Ich hab nur unterbrechen müssen, weil hier arbeitet. Ciao. Ciao. It's enough. It's enough. It's enough. Unfortunately, we don't sell dog. One portion. Yes. Ja. Ob man die Zähne auch isst? Ja. Zähne. Die können gerne die Kopf machen. 10 Euro haben die gefunden. Echt, gibt's die mit Backe und so, ja? Komplett? Naja, er hat doch kein Gefäß. Du brauchst einen. Naja, hier eine Tüte. Nee, geht so nicht. Du brauchst einen Teller. Eine Plate. Yes. Kommt ihr aus Berlin? Ja, also normalerweise aus Istanbul, aber jetzt gerade in Berlin. Dann kommt ihr das nächste Mal mit einem Gefäß und dann nehmt ihr mit, falls ihr wollt. Ja. Auf Imamoglu. Auf Imamoglu. Achso, ja klar. Alles gut. Ihr kommt aus der Türkei? Aus der Türkei. Okay, weil das ja jetzt Schweinefleisch ist. Für mich ist das egal. Brot, ach, guck mal hier. Hier wird auch gedreht schon alles. Das sind quasi Originalschwein, ne? Wenn ich das Halbes Schwein von meiner Anlage, Schweineanlage, Bioschwein, 8 Stunden gebacken im Holz. 8 Stunden gebacken. 65 Kilo drin, das ist der Rest jetzt. Wahnsinn. Ja, das ist wieder. Ich hatte einen Besuch aus Kanada, die waren völlig weg. Aus Neuseeland, aus USA, New York, England, Irland, alle begeistert hier. Ja. Und da waren 25. Bayern, vor allem ganz wichtig, die Bayern, die waren hier, haben sich dreimal bedankt. Ja. Die Bayern waren auch hier. Das ist ja unglaublich. Und 65 Kilo waren hier drin, ja? 65 Kilo Rohware. Ja. Alles schon weggegessen heute. Ist alles schon.
Ist das eigentlich lizenziert, das ganze Ding hier? Nee, das ist einfach so. Das ist einfach so, guck hier. Lecker Backschwein. Herr Ackermann, kommen Sie mal her, junge Frau. Ah, hier, guck mal auch hier. Auch ein Mastschwein hier. Hallo, ja. Da sind die weg. Sind sie weg? Ja, auch schon probiert das Schwein? Ist das gut? Unbedingt, ja. Heute schon gegessen, ja? Gerade gegessen, ja wirklich. Meine Tasche steht immer noch da drunter. Jetzt werde ich mich noch um die Getränke kümmern, damit die Jungs hier nicht darben müssen am Eisenstand. Verstehe. Was gibt's denn eigentlich dazu? Nur Schwein oder gibt es noch was dazu irgendwie? Brot, auch ganz toll. Und dann Sauerkraut von der Milde, die ganz herrlich mit dem Fleisch korrespondiert. Stimmt. Ja, sage ich einfach vielen Dank für das kleine Interview und bis bald. Ich bin gleich wieder hier, ja. Alles klar. Gucken, wie ihr esst. Dankeschön. Ciao. Und weiter hier. Das ist Paprika. Lecker Backschwein. Okay, how much it is? Yeah, I'll take one. Ein Schwein mit richtig gutem Brot, was du direkt... Können wir ein bisschen Brot damit? Dankeschön. Wie viele Stunden waren das denn heute eigentlich für dich? Ja, für mich waren es heute um 5 aufgestanden. Ja, das war ja alles so ein bisschen entspannt, was wir gemacht haben, so, ja. Ohne großen Zeitdruck, hat alles geklappt. Aber jetzt hier, die letzten 2 Stunden Folgen, die waren hammerhart. So, das Schneiden, das geht ja also schon. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Ja? Du willst die Leute, die ewig warten lassen. Hey, was machst du hier? Was motiviert dich? Was mich noch motiviert? Gute Frage, was motiviert mich? Also erstmal, solange mir das noch schmeckt und ich Appetit das essen kann, was ich auch mache ich das auch noch irgendwie. Ja? Und außerdem ist dieses mit den Menschen zu kommunizieren, irgendwie da zu sein und in dieses Feedback zu bekommen, das ist schon, was mich irgendwie motiviert und aufbaut immer wieder. Wenn man so mal schlecht drauf ist und dann hörst du wieder, Mann, das Schwein war ja wirklich toll und so, auch bei Privatleuten. Dann ist der Mensch, ja, das ist was. Ich gebe der Menschheit ein gewisses Glücksgefühl, hat mir mal jemand gesagt. Ja, das kann ich weitergeben. Das motiviert mich schon.